Eine neue Attraktion, neue Steuerungsmöglichkeiten, neue Gebäude und der Parkname steht fest. Leute, damit herzlich willkommen. Mein Name ist Sve, Beta-Tester von Coaster Galaxy World und ich nehme euch mit in die Beta-Version vom 20.01.2023. Let's go! Und der kam irgendwie von heute auf morgen, hat sich CGW dazu entschieden, komm, wir bauen hier nochmal einen Aussichtsturm rein. Indem man einerseits den schönen Ausblick auf den Power Splash genießen kann. Wenn man falsch sitzt, vielleicht auch nass werden kann und der Wind falsch steht. Und ich glaube, man sieht zum letzten Mal auf jeden Fall einen großen Unterschied. Kommen wir aber erstmal zur ersten großen News. Der Parkname steht fest. Und das ist kein Scherz. Es steht endlich fest, wie dieser Park heißt. Ich würde mal sagen, wir blenden es mal nochmal kurz ein. Genau, Era Park. So wird dieser Park heißen und wird so auch, wenn es dann fertig ist, dann released werden. Hoffentlich. Vielleicht wird auch was daran geendet. Denn wir sind schließlich immer noch in der Beta-Version. Das heißt, alles, was ihr heute seht, kann morgen schon wieder anders sein. Klingt hart, aber ist irgendwie so. Es kam eine neue Attraktion mit rein. Ein Aussichtsturm kam mit dazu. Und der kam irgendwie von heute auf morgen, hat sich CGW dazu entschieden, komm, wir bauen hier nochmal einen Aussichtsturm rein. Ist natürlich wieder vollkommen steuerbar. Die Tore lassen sich öffnen und schließen. Wir können auch mal die Leute reinlassen, weil wir heute so freundlich sind. Und können uns dann gleich mal kurz eine Fahrt anschauen und dann einmal einen Überblick über diesen kompletten Park werfen. So. Machen einmal zu. So. Also, der Aussichtsturm kann einem vielleicht auch schon bekannt vorkommen. Man kennt ihn vielleicht schon aus Aptara. Nur, dass er hier wirklich nochmal komplett überarbeitet wurde. Nochmal eben jetzt auch endlich mit einem Menschensystem und allgemein eigentlich komplett anders ist als ein Aptara. Okay, das, was ich jetzt gesagt habe, ergibt eigentlich fast keinen Sinn. Und man hat hier in diesem Turm eine traumhafte Aussicht auf diesen kompletten Park. Und was auch für Schönheiten dieser Park mit sich bringen wird. Ich will noch nicht so viel verraten. Aber ich sag mal so. Der Name kann einem vielleicht bekannt vorkommen, nur vielleicht in einer anderen Schreibweise. Was hier drin passieren wird, ihr könnt gespannt sein, aber das wird was es... Allgemein kann man das immer sagen. Es wird was es noch in No Limits noch nie gegeben hat. Das ist, glaube ich, hier wirklich ernst gemeint ist. Es war ja geplant, dass förmlich hier ein förmlich kleiner Imbiss entsteht, wo man sich auch Essen holen kann und dann hier hinten gemütlich hinsetzen kann. Das hier hinten gemütlich hinsetzen ist natürlich immer noch der Fall. Das kann man immer noch traumhaft machen. Aber man kann jetzt auch hier reingehen. Und zwar gibt es jetzt ein komplettes kleines Restaurant, in dem man einerseits den schönen Ausblick auf den Power Splash genießen kann. Wenn man falsch sitzt, vielleicht auch nass werden kann und der Wind falsch steht. Genau, das ist ein kleines Restaurant, wo auch nochmal ein bisschen was passieren wird. Seid gespannt, das wird auf jeden Fall ganz interessant. Okay. Ich habe euch eine neue Attraktion gezeigt. Ich habe euch ein neues Gebäude gezeigt, wo ich noch nicht so viel dazu sagen kann. Ich habe euch das neue Restaurant gezeigt.
Jetzt schauen wir uns doch mal an, was mit den alten Attraktionen passiert ist, weil da ist auch ein bisschen was passiert. Einerseits sind jetzt überall, können jetzt unsere lieben Pieps, ich wurde korrigiert nach dem letzten Video, es ist das Pieps-System, können jetzt fast überall mitfahren. Ich betone das fast überall, weil der Spinning Coaster ist noch nicht so ganz fahrbar für die Pieps. Und den Freefall Tower, den müssen wir uns mal ganz kurz genauer anschauen, denn der Freefall Tower wird von 2 Mitarbeitern jetzt bedient. Wir haben es letztens schon gehabt, da hing das Pult noch hier hinten, ne? Jetzt hängt es hier vorne und kann komplett entschieden werden, ob jetzt die hier im 2-Bediener-Modus arbeiten sollen, ob nur er hier drin alleine arbeiten soll, ob ich jetzt hier draußen hingehe und nur diesen Dienst von hier draußen machen will, oder ob ich sagen will, ich will nur den Dienst von hier drinnen machen, oder ob ich einfach doch beide Dienste machen will. Ihr merkt schon, es ist ein bisschen was passiert und auch allgemein, wir können ja mal ganz kurz den hier mal ablösen. Dieses komplette Steuerpult hat sich zum letzten Mal nochmal komplett überarbeitet. Ja, so und so. Ihr habt jetzt hier eine komplett neue Übersicht. Die Programme neu beschrieben, neu betitelt. Statistiken funktionieren zwar noch nicht, aber werden auf jeden Fall kommen. Manuelle Settings habt ihr auch wieder alles komplett drin. Wir müssen jetzt einmal kurz so und so machen. Und eine Checkliste. Was es mit der Aufsicht hat. Seid gespannt, aber ihr könnt ja mal eure Vermutungen unten in die Kommentare schreiben. Ja, wir haben auch wieder das Überwachungssystem von der, wie viele Pieps hier gerade unterwegs sind. Das kennt ihr doch schon aus Eldorado. Da brauche ich doch eigentlich nicht mehr so viel sagen. Und hier ist ein neues Fenster dazu gekommen, um den Eingangsbereich nochmal ein bisschen besser im Blick zu haben. Und wir gehen mal hier mit durch den Wartebereich durch. Denn in diesem Wartebereich, beziehungsweise in dieser Attraktion, gibt es Neuerungen. Sachen, die sonst auch noch nicht existiert haben. So. Ihr habt natürlich einerseits eine Queue-Line. Die ist zwar, soweit ich weiß, noch nicht fertig thematisiert, aber wird auf jeden Fall alles noch kommen. Aber man merkt schon langsam die Atmosphäre. Wir befinden uns hier mehr in einem Hafenbereich. Und ich glaube, man sieht zum letzten Mal auf jeden Fall einen großen Unterschied. Hoffe ich zumindest. Und ihr seht auch, einerseits diese weiße Wand vom letzten Mal ist hier weg. Ist jetzt hier schön gestaltet und auch natürlich mit einer Tür durchgehbar. Und ihr habt hier ein 3-Mitarbeiter-System. Das heißt, ihr könnt natürlich wieder entscheiden, ob ihr den machen, ob ihr auf der Seite hier bedienen wollt, ob ihr hier drüben bedienen wollt oder ob ihr den Kollegen hier drinnen bedienen wollt. Es müssen aber immer dann, ihr müsst zu dritt sein bei der Attraktion. Und dann wurde auch hier Licht reingebaut. Das ist ja... Okay, das... Licht kenne ich selbst noch nicht. Machen wir das mal aus, das blendet ein bisschen. Habt ihr auch wieder komplett Statistik und den manuellen Modus. Könnt natürlich, wie schon beim letzten Mal gezeigt. Damen und Herren, bitte beachten Sie das strikte Rauchverbot in allen Wartebereichen und in unseren Attraktionen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ladies and Gentlemen, please note that smoking is forbidden in all waiting areas and in our attractions. We thank you for your understanding. Ihr könnt natürlich jetzt auch komplett einen Wagen hier außer Sicht nehmen, komplett hier rausparken. Habt hier... ihr merkt, es hat sich einiges getan. Wir haben in diesem Wartebereich, ich weiß nicht, ihr habt es vielleicht schon gesehen, eine komplette Neuerung, die es so noch nicht gab. Wir tun mal ganz kurz hier einmal alles ein bisschen verlangsamen. Und sehen uns gleich wieder, wenn der Wartebereich ein bisschen gefüllt ist.
So, das sind wir wieder. Drehen wir mal wieder die Zeit ein bisschen runter. Und jetzt seht ihr, wir haben aber komplett den Wartebereich hier voll gemacht. Bis hier ganz nach vorne. Die stellen sich sogar jetzt hier noch an. Leute, hier ist full. Okay. Und in dem Fall können wir jetzt sogar mal hier reingehen. Und ihr seht, wir haben hier noch massig Platz. Also würde ich mal sagen, nutzen wir diesen Platz doch mal. Und erweitern unsere Queue-Line. Gehen wir mal runter, schalten mal wieder den Automatikbetrieb an. Das heißt, da wird jetzt gleich sich die Gates öffnen, die Leute einsteigen. Und wir können dann hier oben beobachten. Natürlich, die ersten paar Pieps werden noch gerade auslaufen. Bis wir es realisiert haben. Ich glaube, das wird ungefähr, hier ist einmal die Marke. Und ich glaube, bei euch müsste hier hinter ihr sein. So. Und dann geht das große Gelaufe los. Und ihr werdet sehen, dass all die jetzt gleich hier stehen, wir können uns ja mal hier den I'm with Stupid merken, der hinterm Cover-Shirt steht. So. Und dann gleich mal schauen, wie weit das hier gleich reingeht. Und das ist das erste Mal, dass unser Piep-System eine erweiterbare Queue-Line hat. Und auf einmal stehst du hier oben, ne? Hast nicht gedacht, dass du so schnell weiterkommst. Aber er weiß nicht, was dahinter abgeht. Gut. Das ist, wenn ich richtig liege, der komplette Überblick über diesen Park. Wir schalten mal kurz auf Nacht. Was ich euch im letzten Video auch noch nicht gezeigt habe, ist dieser Raum hier. Ich werde jetzt zwar die Musik nicht starten, sondern nur das Feuerwerk. Weil ich glaube, das könnte teilweise dann musiktechnisch Probleme werden. Aber wir können jetzt zumindest mal das Feuerwerk starten. Was wir jetzt hier im kompletten, auf dieser kompletten Rückseite im Park betrachten können. Also, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video zum neuen Überblick über den Park gefallen. Ihr seht, es wird stetig dran gearbeitet. Es gibt momentan eigentlich keine Pause, aber es dauert noch. Es wird auf jeden Fall noch dauern, bis dieser Park in einen finalen Status gehen kann. Und wenn es soweit sein sollte, werdet ihr es auf jeden Fall auf dem Discord-Server, hier auf YouTube, auf Instagram, überall erfahren, sobald irgendwie was feststeht, wie und wann dieser Park released wird. Momentan können wir noch nichts sagen, weil wir, ich glaube, bei 30% sind, wo der Park erst fertig ist und es noch sehr viel gemacht werden muss, damit alles so wird, wie es sich die CGW-Gruppe so vorstellt. Also, dann, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt eure Fragen gerne unten in die Kommentare und dann schauen wir uns das im nächsten Video. Schauen wir uns das dann mal an, was ihr da so für Fragen habt über den Park. Also, ich wünsche noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Bis dann und ciao.